Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch über die gesundheitlichen Auswirkungen des Earthing oder Grounding in Englisch, in Deutsch des Erdens, sprechen. Und zwar bedeutet Earthing, sich wieder mit der Erde zu verbinden. Der moderne Mensch aber lebt längst getrennt von seinem eigenen Planeten und wird immer häufiger krank. Fast jeder Mensch in der westlichen Welt hat sich mehr oder weniger von der eigentlichen Natur und der Erde entfernt. Der körperliche Kontakt mit der Erde ist bei vielen Menschen komplett unterbrochen. Und zwar haben wir den Kontakt zur Erde verloren, indem wir Schuhe tragen mit gummierten Sohlen, die nicht leitfähig sind. Wir wohnen auf Betonböden, Laminat oder Fliesen. Wir gehen in Kontakt mit anderen elektromagnetischen Geräten, wodurch wir ständig durch elektromagnetische Störfelder und Elektrosmog umgeben sind. Wir leben ferner in mit Kunststoff isolierten und gedämmten Wohnhäusern, haben Kunststoff in Kleidung oder in Picknickdecken und Sitzkissen, essen ferner industriell hergestellte künstliche Nahrungsmittel und halten uns nur noch sehr selten in der Natur auf. Dabei braucht der Mensch die Erde und die Natur, um gesund leben zu können. Es ist nicht nur emotional wichtig, sich mit den Elementen zu verbinden, sondern auch körperlich und energetisch. Denn wenn wir die Verbindung zur Mutter Erde wieder aufnehmen, kann uns ihre heilende Energie dabei helfen, wieder gesund und heil zu werden. Und zwar ist das Erden sehr leicht umzusetzen. Es kostet nichts und steht daher jedem Menschen zur freien Verfügung. Wie aber funktioniert Earthing und auf welchen Wirkmechanismen beruht es? Unsere Erde ist von einem elektrischen Feld umgeben, ähnlich einem riesigen natürlichen Magneten. Die Ladung der Erdoberfläche ist negativ. Das bedeutet, dass unsere natürliche Umwelt voller freier, negativ geladener Elektronen ist. Der wichtigste Wirkmechanismus des Erdens dürfte die Verhinderung von Schäden durch freie Radikale sein. Unsere moderne Lebensweise jedoch sorgt für einen so hohen Überschuss an freien Radikalen, dass der Körper damit nicht mehr fertig wird. Durch Medikamente, Umweltgifte, Drogen wie Rauchen, Alkohol oder Zucker, schlechte Ernährung usw. entstehen zu viele freie Radikale in unserem Körper, die zu oxidativem Stress führen. Und oxidativer Stress kann die Entstehung von vielen chronischen Krankheiten begünstigen. Den freien Radikalen fehlen ungebundene negative Elektronen und genau diese hat unsere Erde. Die freien Radikale können sich nun an diesen Elektronen bedienen, ohne unsere Zellen zu beschädigen und werden dadurch neutralisiert, also unschädlich gemacht. Die Elektronen unserer Erde wirken somit wie Antioxidantien, was auch in vielen wissenschaftlichen Studien schon bestätigt wurde. Grounding, also der Kontakt der nackten Füße mit der Erde, hat also sehr viele positive Effekte für unsere Gesundheit. Die Energie der Erde kann selbstverständlich bei jeder Krankheit lindernd wirken und helfen. Nachfolgend daher nur eine beispielhafte Aufzählung der vielfältigen Beschwerden, bei denen wir heilendes Erden anwenden können. Chronische und akute Entzündungen, chronische Schmerzen, Schlaflosigkeit, Energielosigkeit, Erschöpfung, Stress, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, chronische Erkrankungen, zum Beispiel Krebs, Multiple Sklerose etc., Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menstruationsbeschwerden und hormonelles Ungleichgewicht, Jetlag, vorzeitige Alterung, Autoimmunerkrankungen, Immunschwäche, Verdauungsbeschwerden wie Reizdarm, Verstopfung, Blähungen etc., Probleme mit den Atmungsorganen wie COPD, Asthma etc., depressive Verstimmung, schlecht heilende Wunden und vieles mehr. Das bedeutet, beim Grounding, also beim Erden, stärkt man sein Immunsystem, verbessert sich der Schlaf, verbessert sich die Fließeigenschaft des Blutes, der Blutdruck senkt sich, das Wohlbefinden wird gestärkt, Anspannungen bauen sich ab, die innere Energie kehrt zurück und der Hormonhaushalt wird normalisiert. Grounding, also das Erden, sollte regelmäßig und langfristig praktiziert werden. Der energetische Ausgleich findet immer in dem Moment statt, in dem der Körper Kontakt zur Erde hat. Es funktioniert wie ein Akku. Sind wir nicht geerdet, weil wir beispielsweise mit Schuhen unterwegs sind, verliert sich die positive Wirkung der Erdung. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich eine erdende Routine in den Alltag einzubauen, um das Akku immer wieder aufzuladen und langanhaltende positive Effekte zu erreichen. Völlig kostenlos sind die natürlichen Praktiken, die sich in den Alltag integrieren lassen. Möglich wären regelmäßiges Barfußlaufen, Schwimmen im Natursee oder im Meer, das Gärtnern im Selbstversorgergarten. Oder wer diese Möglichkeiten nicht hat, wie zum Beispiel wir, wo die Füße zur Ader gehören, der kann sehr gut auf Erdungsmatten zurückgreifen, die es in allen möglichen Variationen und Größen gibt. Es gibt auch Erdungsspannbettlaken fürs Bett
oder kleinere Erdungsmatten für den Computertisch zum Beispiel, wie hier zu sehen, oder auch Erdungsschuhe. Ich stelle euch jetzt einfach mal diese größere Erdungsmatte vor mit den Maßen 60 x 90 cm, die man dann überall verwenden kann. Man könnte darauf sitzen, man könnte sie auch ins Bett legen und darauf schlafen oder sie auch unter den Arbeitstisch legen für die Füße. Und dazu wird das mitgelieferte Kabel per Druckknopf mit der Matte verbunden und das andere Ende, wie hier zu sehen, kommt jetzt hier in die Erdungskontakte der Steckdose und wird da einfach so reingesteckt. Denn jede Steckdose hat diese Erdungskontakte und ist damit mit der Erde verbunden. Um jetzt zu messen, ob man wirklich geerdet ist, sollte man sich so einen Multimeter kaufen für 10 €, in dem das schwarze Kabel dann auch in diesen Erdungskontakt gesteckt wird. Und dann stellen wir den Drehschalter auf den grünen V-Bereich auf die Zahl 20. Die rote positive Leitung kommt dabei in die Buchse V Ampere MA ganz rechts unten und die schwarze negative Leitung kommt in die Buchse COM daneben. Dann nimmt man die rote Messspitze zwischen die Finger und kann jetzt messen, ob man geerdet ist. Dazu gibt man die Hand oder den nackten Fuß auf die Erdungsmatte und misst. Hier sehen wir den Unterschied. Wenn die Hand auf dem Teppich liegt, ist die Zahl ziemlich hoch, 1,16. Wenn die Hand auf der Matte liegt, sind wir vollständig geerdet, also 0. Man kann aber auch die Füße mit Strümpfen darauf stellen. Solange die Strümpfe eben aus Naturfaser bestehen, also aus Baumwolle zum Beispiel, leiten sie den Strom auch. Wir sehen auch 0,02, sehr niedrig die Zahl. Und jetzt machen wir das gleiche Experiment mit dem Bett. Also ich habe die Matte auf mein Bett gelegt. Erstmal stehe ich auf dem Boden und berühre die Matte noch nicht und habe mich gemessen. Da war die Zahl ziemlich hoch und jetzt, wo ich meine Hand auf die Matte lege, ist die Zahl wieder bei 0. Wir sehen also, die Matte erdet einwandfrei. Und das Beste wäre natürlich darauf zu schlafen, dass man praktisch die ganze Nacht geerdet wird. Und dazu kann man die Matte auch unter das Bettlaken legen, damit sie beim Schlafen eben nicht verrutscht, solange das Bettlaken eben aus Naturfaser besteht. Wer sich für weitere Experimente interessiert, denn man kann ja auch Schuhe erdungsfähig machen, man kann das auch sogar selber machen. Man könnte auch selber eine Erdungsmatte herstellen, das kann man alles selber herstellen, aber man kann eben diverse Dinge kaufen und bestellen, wie zum Beispiel Erdungsschuhriemen, die man um den Schuh bindet und dadurch dann geerdet wird, während man in den Schuhen läuft. Und eben verschiedene Erdungsmatten, wie schon gesehen, und auch Erdungsschuhe, die sind allerdings ziemlich teuer. Bei Interesse für die selbstgemachten Sachen könnte ich gerne noch ein neues Video dazu hochladen. Jetzt möchte ich euch noch kurz dieses Video hier übersetzen. Und zwar geht es darum, herauszufinden, wie viel Ladung der Körper aufnimmt, wenn er die Erde berührt. Und zwar, was passiert, ist, dass der Körper praktisch augenblicklich mit Elektronen gesättigt wird. Das geht so schnell, dass man es nicht messen kann. Elektronen von der Erde gelangen also sofort in den Körper und überziehen die roten Blutkörperchen, sodass sich die Zellen gegenseitig abstoßen. In Folge können die Blutkörperchen nicht verklumpen und die Blutviskosität sinkt. Das Herz kann das Blut jetzt leichter pumpen, der Blutdruck sinkt. Alle Arten von Herz-Kreislauf-Problemen verschwinden dadurch. Subhanallah. Das tägliche Erden reduziert also nicht nur den Blutdruck und verbessert die Fließfähigkeit des Blutes, wodurch die Haupttodesursache, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vermieden werden. Es reduziert auch sehr stark chronische Entzündungen im Körper, die auch die Basis vieler Krankheiten sind. Vor allem aber können wir über das Erden dem Körper eine unbegrenzte Ressource an Antioxidantien anbieten. Denn laut Professor Dr. Oschmann müssten wir täglich ca. 16 Kilo Blaubeeren verzehren, um heutzutage genug Radikalfänger zu erhalten. Wenn wir uns täglich erden, müssen wir das also nicht mehr tun, weil unser Körper dann massenweise mit Antioxidantien überflutet wird. Es gibt also kaum eine einfachere oder kostengünstigere Heilmethode als das tägliche Erden. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.